Hallo, guten Tag bei der Firma Graf in Hamburg. Heute stellen wir euch wieder ein Fallbeispiel vor. Wir haben hier einen 420 Diesel Allrad mit knapp 96.000 Kilometern aus 2016. Wir werden bei dem Fahrzeug eine Diagnose durchführen, die einzelnen Komponenten des Motors prüfen, des Getriebes, um festzustellen, welcher Zustand hat das Fahrzeug jetzt. Der Kunde möchte das Fahrzeug länger fahren und hier werden wir die einzelnen Sachen prüfen. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zu uns zu kommen, dann können wir diese Prüfungen auch aus der Ferne machen. Ihr braucht lediglich einen Laptop mit Internet und Windows und einem Netzwerkanschluss und dann schicken wir euch so ein Kabel zu. Über das Kabel können wir die einzelnen Komponenten prüfen, des Motors, des Getriebes, und zu jeder Prüfung bekommt ihr per WhatsApp Bilder von den geprüften Sachen mit einer Sprachnachricht, was das bedeutet, und dann wisst ihr den Zustand des Fahrzeugs. Interessant ist das für diejenigen, die vorhaben, so ein Fahrzeug zu kaufen und länger was davon zu haben, beziehungsweise zu wissen, was sie kaufen. Dadurch habt ihr eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer. Oder wenn ihr nicht wisst, soll ich das Auto behalten oder nicht, dann können wir natürlich die einzelnen Sachen prüfen. Wir fangen jetzt mit der Prüfung an. Dafür mache ich das Tor einmal zu, damit das nicht so laut ist. Und wir werden Stück für Stück die einzelnen Komponenten durchprüfen. So, was fällt uns hier als allererstes auf? Uns fällt auf, das Fahrzeug hat jetzt schon eine relativ aktuelle Motorsoftware aus 22, dritter Monat. Das ist eine super Sache. Das heißt, die meisten Fehler der Software sind beseitigt. Viele Fahrzeuge haben aber noch eine sehr, sehr alte Software. Interessant ist das zumindest auf den Motor. Denn wenn die Motorsoftware sehr alt ist, dann haben wir natürlich das Problem, dass die immer noch voller Fehler ist. Und diese Fehler, die sorgen dafür, dass Prozesse wie zum Beispiel Regeneration des Partikelfilters, bestimmte AGR-Funktionen, Funktionen wie jetzt zum Beispiel AdBlue-System, dass diese ganzen Komponenten nicht richtig arbeiten. Deswegen ist bei BMW eine aktuelle Software immer eine gute Sache. Es gibt natürlich andere Hersteller, wo das anders ist, wo man zum Beispiel nach einem Update Probleme bekommt. Bei BMW ist das nicht der Fall. Als erstes fangen wir an, den Partikelfilter zu prüfen. Die Drehzahl wird sich verändern bei dem Fahrzeug. Wir prüfen den Partikelfilter bei verschiedenen Drehzahlen und wir werden sehen, wie viel Abgasgegendruck hat der Partikelfilter. Wir sehen hier zum Beispiel die einzelnen Werte, die Drehzahl wird gleich hochgehen, genauso würde das auch passieren, wenn wir die Diagnose bei euch sozusagen aus der Ferne machen. Dann sieht man, wie ist die Beladung des Partikelfilters. Doch wir prüfen hier den Abgasgegendruck, das ist sozusagen ein Sensor. Der Sensor kann natürlich auch in dem Fall nach 6 Jahren auch verschleißen. Hier hört man sozusagen, dass die Drehzahl sich verändert und wir sehen natürlich auch die Beladung bzw. den Abgasgegendruck. Der Sensor kann sich natürlich auch kaputt gehen, deswegen schauen wir uns nicht nur die Abgasgegendruckwerte an, sondern wir gucken uns auch im Motorsteuer andere Komponenten an, zum Beispiel sind diese Werte überhaupt realistisch. Wir gucken, wann hat das Fahrzeug das letzte Mal regeneriert und wie hoch ist die Rußmasse. Und dadurch setzen wir die einzelnen Sachen im Verhältnis und sehen, sind diese Werte überhaupt realistisch oder halt nicht. Hier hört man zum Beispiel, das Fahrzeug gibt eigenständig eine höhere Drehzahl, dass wir auch einen unterschiedlichen Abgasgegendruck messen können. Und am Ende sehen wir halt auch das Ergebnis, in welchem Zustand ist der Abgasgegendruck bei diesem Fahrzeug. Und hier sehen wir zum Beispiel, der Partikelfilter hat eine vernünftige Beladung. Das heißt, das Auto geht eigenständig aus, die Zündung geht gleich wieder an und dann zeigt er uns das Ergebnis von der Prüfung, die wir durchgeführt haben. Hier haben wir zum Beispiel ein Ergebnis, dass wir eine Beladung von knapp 30% haben. Und gleich schauen wir, ob diese Beladung überhaupt realistisch ist. Deswegen, wir gucken einmal die Werte vom Motor und gucken, ob das alles halt überhaupt Sinn macht oder halt nicht, weil wir haben auch oft Fahrzeuge mit kleinen Laufleistungen, wo der Partikelfilter sich zusetzt, weil der Sensor kaputt ist und das Auto kommt niemals auf die Idee zu reinigen. Und das Problem ist, das hatten wir vor ein paar Wochen gehabt bei einem Fahrzeug, dass durch einen Turboladerschaden, durch einen vollen Partikelfilter hat der Kunde einen Motorschaden bekommen. Das heißt, die ganzen Späne des defekten Turboladers wurde in den Motor angesaugt und dann war Feierabend. Und das kann man alles vermeiden, wenn man auch die Werte des Partikelfilters sich anschaut. Das heißt, der Hauptgrund, warum zum Beispiel ein Partikelfilter oder beziehungsweise ein Turbolader kaputt geht, ist meistens entweder, weil man selten Ölwechsel macht oder weil der Partikelfilter sehr voll ist und der Turbo permanent gegenarbeitet. Als nächstes gucken wir uns die einzelnen Komponenten des Motors an. Wir fangen erstmal an mit den Injektoren. Injektoren sind sehr teure Sachen. Ich starte das Auto einmal kurz. Also die Injektoren kosten natürlich sehr viel Geld. In dem Fall haben wir einen Vierzylinder. Das heißt, bei dem Vierzylinder haben wir auch 4 Injektoren
Und diese 4 Injektoren, die kosten circa um die, glaube ich, 500 Euro pro Stück. So, ich starte den einmal kurz. So. Also, jeder Injektor kostet um die 500 Euro pro Stück. Und dafür haben wir 4. Plus man muss die halt noch ausbauen. Und man kann auch verstehen, es ist natürlich besser, wenn man die eigenen Injektoren dafür sorgt, dass die halt nicht kaputt gehen, anstatt dass man die erstens für sehr, sehr viel Geld austauscht. Es gibt natürlich auch überholte Injektoren. Nur das ist immer die Problematik, man weiß halt nicht, wie gut wurden die überholt. Deswegen lieber neue Injektoren oder diejenigen, die man hat, dafür sorgen, dass die nicht kaputt gehen. Hier sehen wir zum Beispiel die Werte der Laufruheregelung, das heißt, in welchem Zustand sind die Injektoren. In dem Fall für diese Laufleistung sind es auch vernünftige Werte, das heißt, da gibt es auch nichts zu meckern. Der 4. Injektor geht so langsam ein bisschen hoch, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Injektor halt wieder sauber zu bekommen, und je nachdem, wie der Zustand ist, bekommt ihr dann auch eine Handlungsempfehlung, was halt Sinn macht, wie man dafür sorgt, dass die auch vernünftig wieder sauber werden. Als nächstes werden wir einmal die Dreiklappen prüfen. Bei den Dreiklappen, wir haben in der Ansaugbrücke Dreiklappen, die verwirbeln die angesaugte Luft in einen Drall. Und hier sieht man zum Beispiel, wir haben eine rote und eine blaue Kurve, und man sieht, in welchem Zustand sind die Dreiklappen. Klemmen die oder klemmen die nicht? In dem Fall sind die Dreiklappen wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Die Kurven liegen fast übereinander, und das ist halt wirklich sehr, sehr gut. Ich werde euch gleich mal die Dreiklappen einmal kurz zeigen. In der Zwischenzeit prüfen wir gleich einmal, wie viel Dreck sich in dem Motor an sich angesammelt hat, während ich euch das mit den Dreiklappen einmal zeige. So, Drehzahl geht wieder hoch, und in der Zwischenzeit zeige ich euch mal hier einmal die Ansaugbrücke mit den Dreiklappen. Und zwar, hier sieht man, das ist eine Ansaugbrücke von einem 6-Zylinder, 4-Zylinder, denkt euch einfach 2 Zylinder halt weg. Und man sieht, dieser ganze Ruß, dieser ganze Dreck, der sich hier ablagert, der sorgt dafür, dass die Dreiklappen nicht richtig zugehen können. Und wenn die Dreiklappen zum Beispiel klemmen, dann kann der Partikelfilter nicht richtig regenerieren. Wenn die Ansaugbrücke ist sozusagen das der erste Schritt. Das heißt, wenn die Ansaugbrücke zum Beispiel verrußt ist natürlich auch klar, dahinter kommen die Ansaugkanäle, dort wo die Ventile arbeiten, und die verrußen natürlich auch. Warum ist das für uns problematisch? Bei den Dreiklappen ist es problematisch, weil sie für eine Regeneration des Partikelfilters wichtig sind, und bei der Versottung der Ansaugkanäle ist das problematisch, weil wenn dieser ganze Ruß sich bildet, dann haben wir natürlich im Motor weniger Luftvolumen. Das bedeutet, der Motor bekommt genauso viel Kraftstoff eingespritzt wie früher, als ob das alles komplett sauber wäre, aber wir haben auf einmal weniger Luftvolumen für saubere und frische Luft. Und dadurch haben wir schon ein zu fettiges Gemisch, was dafür sorgt, dass der Partikelfilter sich zusetzt und das sich noch weiter zusetzt. Das ist halt wie so eine Art Teufelskreis, ne? Warum passiert das überhaupt? Weil wir haben bei dem Fahrzeug eine AGR. Die kann man hier sehen. Wir haben eine Abgasrückführung. Hier sitzt sie. So, und diese Abgasrückführung, das ist dieses Teil, das sorgt dafür, dass dem Motor permanent Abgase zugeführt werden. Im Leerlauf, bei Fahrt, bei Volllast, permanent bekommt man Abgase zugeführt, und diese Abgase lagern sich zum Beispiel bei der Ansaugbrücke, bei den Ansaugkanälen, die lagern sich zum Beispiel auch bei dem AGR-Kühler und so weiter und so fort. Bei den älteren Modellen gab es das Problem nicht, weil die Dreiklappen wurden über Unterdruck gesteuert, das heißt, man hat gar nicht gemerkt, klemmen die oder klemmen die halt nicht. Plus die Fahrzeuge wurden auch künstlich nicht sauber gemacht oder so, dass wie hier, dass die Fahrzeuge Euro 5 oder Euro 6 erreichen müssen. Die waren Euro 3 oder Euro 4. Ne? Deswegen gab es dieses Problem nicht. Wir werden jetzt einmal schauen, in welchem Zustand ist die Versottung. Und man sieht hier zum Beispiel, wir haben verschiedene Drehzahlen, hat der Tester angefahren. Diese Prüfung machen wir genauso bei euch aus der Ferne. Und man sieht hier maximale Werte 30 bis minus 30. Hier gibt es einen maximalen Wert bei 8,5. Für diese kleine Laufleistung, für so ein relativ neues Fahrzeug, ist das relativ viel. Ne? Das heißt, wir haben knapp 30% weniger Luftvolumen in dem Motor, was normalerweise dort sein sollte. Ne? So, wir werden jetzt einmal messen, wie ist die berechnete und gemessene Luftmasse, inwieweit die sich unterscheidet. Das ist auch sehr wichtig, um zu sehen. Fahrzeug erhöht wieder die Drehzahl, und man sieht hier zum Beispiel, wir haben 2 Linien und man sieht, inwieweit die sich voneinander unterscheiden. Das heißt, wie groß ist die Differenz zwischen berechneter und gemessener Luftmasse.
Und dann kann man schauen, was man halt macht. Was macht BMW in so einem Fall? BMW macht sich das Leben sehr einfach. Die tauschen die Ansaugbrücke aus, die machen eine Walnussscheinreinigung der Ansaugkanäle und man liegt der Preis ungefähr so bei 3.000 € zum Beispiel. Nur das Problem ist sozusagen nur zeitweise beseitigt. Das Problem wird irgendwann wiederkommen, weil die Versottung hört ja nicht auf. Was gibt es für Alternativen? Wenn das Fahrzeug noch im vernünftigen Zustand ist, kann man die Frischluftmenge der AGR, der Abgasrückführung sozusagen anpassen im legalen Bereich. Das heißt, man bekommt 30% weniger Abgase in den Motor zugeführt. Dadurch verschiebt man das Problem nach hinten. Ne? So, das hat BMW früher auch gemacht. In der Zeit, wo die Fahrzeuge auf Kulanz waren bzw. auf Garantie, haben die das halt selber gemacht. Mittlerweile machen sie das nicht. Wir können das auch aus der Ferne machen, wir können das auch vor Ort machen. Natürlich die bestmögliche Variante, was er machen könnte, wäre die Abgasrückführung zu deaktivieren. Das heißt, dass der Motor permanent mit frischer Luft und sozusagen und Kraftstoff arbeitet. Das Problem dabei ist erstens, es gibt in Europa vielleicht 2, 3 Programmierer, die das überhaupt so programmieren können, dass das fehlende Abgasvolumen der AGR mit Frischluft kompensiert ist, denn das Abgasvolumen ist dynamisch, abhängig von der Drehzahl. Zweite Problematik ist, das ist natürlich nicht legal. Das heißt, ihr werdet natürlich, wenn das vernünftig programmiert ist, beim TÜV oder auch keine Probleme haben, weil die werden das nicht sehen, aber es ist halt nicht legal und ihr betreibt Steuerhinterziehung, das muss einem halt klar sein. Ne? Deswegen, wenn so das Problem noch nicht da ist, kann man das komplett auf legalen Wege, die AGR auf 30% weniger reduzieren, dann ist man komplett sicher. Jeder kann entscheiden, was er möchte. Nur, man muss einfach verstehen, die Leute denken, dass sie die AGR deaktivieren und tun dem Auto was Gutes, aber wenn das einfach nur deaktiviert ist, einfach deaktivieren kann jeder Tuner um die Ecke, aber das fehlende Abgasvolumen nicht mit Frischluft kompensiert, dann gibt es unendlich viele Probleme. Hätte man das lieber nicht deaktiviert. Deswegen nur zum Verständnis, wenn man in den Internet so ein Forum ein bisschen liest, schreiben viele, oh, ich habe meine AGR deaktiviert, wollte was Gutes für mein Fahrzeug tun und auf einmal setzt sich der Partikelfilter viel schneller zu. Natürlich setzt er sich zu, wenn das halt nicht richtig angepasst wurde. So, weiter im Programm. Wir prüfen jetzt einmal eine sehr, sehr wichtige Komponente und zwar AGR Bypass. Und zwar diese AGR Bypass Klappe, die werde ich euch gleich mal zeigen. Um dieses Problem zu lösen, liegt man preislich ungefähr bei 1.500 €. So, wir steuern das jetzt einmal an. Ihr seht, das Fahrzeug erhöht wieder die Drehzahl. Er steuert bestimmte Komponenten des Motors an. Worum geht das überhaupt? Es geht um AGR Bypass Ventil. Und zwar dieses Teil hier. Das kann man hier sehen. Das ist das AGR Bypass Ventil. Hier bearbeitet das. Hier bewegt sich das Ding. So. Ihr seht, das Teil wird über Unterdruck angesteuert. Über Unterdruck wird das angesteuert über ein kleines Ventil. Warum ist das problematisch? Erstens kann diese Membran von dem Teil zum Beispiel reißen. Zweite Problematik ist, was hier angesteuert wird, ist eine Klappe, die sozusagen wird permanent mit Abgasen belastet. Das heißt, irgendwann ist die halt fest und dann schafft entweder diese Unterdruckdose die nicht mehr zu öffnen oder der Unterdruck, den wir haben, ist dafür zu klein. Warum ist dieses Teil unfassbar wichtig? Weil solange der Motor noch nicht warm wird, laufen die Abgase über eine AGR Bypass direkt in den Motor, damit der Motor schneller warm wird. Ist der Motor bei 50 Grad Kühlmitteltemperatur, dann wird dieses Teil sozusagen deaktiviert und die Abgase werden über die AGR sozusagen geregelt. Ne? Wenn natürlich dieses Teil aber permanent offen steht oder in der falschen Position, dann sind alle Werte, die wir im Motor allgemein haben, verfälscht. Dann ist auch zum Beispiel ein Ladedruck, der uns angezeigt wird, komplett falsch. Das heißt, ein Fahrzeug, nur weil das Teil kaputt ist, wird der Partikelfilter zum Beispiel niemals regenerieren, weil er denkt, cool, ich habe kaum Beladung, warum soll ich dann überhaupt reinigen? Deswegen dieses Teil ist sehr, sehr wichtig. Und das Teil zu tauschen, inklusive Teilen, alles so, dann liegt man preislich bei 1.500 €. Pi mal Daumen. Ne? So, und hier kann man das zum Beispiel prüfen. Man prüft in verschiedenen Bereichen den Temperaturunterschied und sieht, ob die Differenz in Ordnung ist oder nicht. In dem Fall ist die in Ordnung. Das heißt, auch die Werte des Partikelfilters, die wir haben, sind auch super. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass man diese einzelnen Sachen sich halt anguckt. Als nächstes prüfen wir bei dem Fahrzeug einmal das Automatikgetriebe. Und zwar, das Automatikgetriebe hat Adaptionswerte und anhand dieser Werte können wir sehen, in welchem Zustand ist das Getriebe. So. Wir haben bei den Automatikgetrieben einmal Kupplungsfülldrücke und einmal Schnellführzeiten.
Und zwar ist es halt so, diese Werte gehen sowohl ins Positive als auch ins Negative. Die Kupplungsführdrücke sagen uns, wie viel Mehrdruck muss ein Getriebe ausüben, um den Gang zu schalten. Die Schnellführzeiten sagen uns, wie lange braucht das Getriebe dafür. Und hier können wir zum Beispiel auch sehen, was tatsächlich zu einem Getriebeschaden führt. Dieses Fahrzeug hat nur 96.000 Kilometer, ist nur 6 Jahre alt und wir haben wirklich katastrophale Adaptionswerte. Und man merkt das nicht. Ich bin das Fahrzeug selber gefahren, geschaut und man merkt nicht, dass das Getriebe kurz vom Defekt ist. Weil dieser hohe Druckverlust, den wir hier haben, der wird dafür sorgen, dass das Getriebe kaputt geht, weil wir haben einen Druckverlust, der für einen Mehrverschleiß des Getriebes sorgt. Ich werde euch einmal das ganz kurz zeigen, wie das Getriebe an sich aufgebaut ist, dass man einfach eine Idee hat und das Ganze versteht. Wir haben bei dem Getriebe ein hydraulisches System. Das heißt, ein Öldruck wird von der Mechatronik an die richtige Position geleitet und sorgt dafür, dass die Gänge entsprechend geschaltet werden. Wenn das Getriebe irgendwo einen Druckverlust hat, dann kompensiert das Getriebe diesen Druckverlust und die Werte erhöhen sich. Das heißt zum Beispiel, wir sehen, wir haben sehr hohe Adaptionswerte, aber das Auto fährt noch. Und das haben wir auch oft von den Kunden, wo wir ein Getriebe instand gesetzt haben, auch gehört. Kurz bevor das Getriebe kaputt gegangen ist das Getriebe ideal geschaltet. Viele von euch wissen auch gar nicht, wie soll so ein Getriebe überhaupt schalten, weil die fahren vielleicht das erste Mal in Achtgang-Automatik, sind vielleicht vor Schalter gefahren oder vielleicht irgendwie ein Sechsgang-Automatik oder Mercedes-Automatik, was weiß ich, was immer. Bei manchen Getrieben merkt man, wenn er so ein bisschen anfängt zu rucken, bei manchen merkt man das nicht. In dem Fall merkt man das nicht, aber wir haben einen hohen Druckverlust. Warum ist der Druckverlust problematisch? Weil wir haben bei dem Getriebe Kupplungslamellen. Wie zum Beispiel bei einem Schalter habt ihr eine Kupplung. Und diese Kupplung ist natürlich irgendwann verschlissen. Wir haben von diesen Kupplungen sehr, sehr viele und diese Beschichtung ist nicht magnetisch. Von diesen Paketen haben wir hier sehr viele. Haben wir insgesamt 5 Stück. Deswegen haben wir auch Kupplungsverdrücke von A bis E und Schnellführzeiten von A bis E für die einzelnen Kupplungen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im Getriebe einen Druckverlust haben, dann erhöht das Getriebe den Druck dafür, dass wir sozusagen trotzdem ein komfortables Schaltverhalten haben. Aber obwohl das Getriebe den Druck erhöht, haben wir trotzdem einen Mehrverschleiß. Warum? Weil diese Lamellen, auf die wirkt eine Kraft, damit die zusammengedrückt werden, aber die Kraft ist sozusagen noch nicht stark genug, dass die zusammengedrückt werden, sondern die schleifen erstmal aneinander. Gleiches Prinzip beim Schalter, wenn ihr noch nicht richtig kuppeln könnt, dann habt ihr einen höheren Verschleiß der Kupplung, dann geht sie schneller kaputt. Beispiel Fahrschulfahrzeuge, da geht die Kupplung einfach schneller kaputt. Also, wo kann ich denn den Druckverlust haben? Wir können den Druckverlust haben zwischen Getriebe und der Mechatronik. Da haben wir Gummidichtungen, zum Beispiel solche Dichtungen sieht man hier. Das ist eine Möglichkeit des Druckverlustes und auch das schwächste Glied des Ganzen. Das heißt, dort ist meistens der Druckverlust. Aber es kann auch sein, dass der Druckverlust woanders ist. Das heißt, deswegen macht es Sinn, je nachdem wie groß der Druckverlust ist, weiter zu gucken. Weil wir können nicht röntgen, wir wissen nicht, ist der Druckverlust da oder woanders. Wir sehen halt nur, wir haben einen. Das heißt zum Beispiel, eine Möglichkeit ist die Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe. Zweite Möglichkeit ist, dass der Druckverlust zum Beispiel in der Mechatronik ist. Das heißt, da gibt es auch mehrere Optionen. Eine Option, wir haben hier so eine Dichtplatte zwischen den beiden Hälften und hier sieht man zum Beispiel, diese Dichtplatte hat hier eine Beschädigung. Das ist zum Beispiel Gummi oder hier zum Beispiel. Diese Gummibeschichtung geht irgendwann kaputt. Warum geht die kaputt? Weil zum Beispiel ein Fahrzeug ein Leasingrückläufer ist. Das Fahrzeug wird einfach gefahren, ohne damit irgendwie vernünftig umzugehen. Anhänger wird gezogen, es wird viel Kurzstrecke gefahren zum Beispiel, das Getriebe wird überhitzt und dadurch passiert sowas, weil diese Gummikomponenten sind nur für eine bestimmte Temperatur geeignet. Eine weitere Möglichkeit des Druckverlustes oder des erhöhten Drucks ist, dass wir sehr viel Lamellenabrieb in der Mechatronik haben. Weil zum Beispiel würde man bei dem Getriebe eine Spülung machen, dann würde eine Spülung auch nicht helfen, diesen Lamellenabrieb aus der Mechatronik rauszubekommen. Da kann man so viel spülen, wie man will, weil wir haben hier ganz viele Kanäle und diese Kanäle, dort setzt sich der Lamellenabrieb ab, weil der ist nicht magnetisch. Das ist auch eine Option. Das heißt, man könnte als Lösung die Mechatronik zerlegen und komplett reinigen, damit diese Kolben, die sich hier zum Beispiel befinden, damit sie wieder vernünftig arbeiten können, ohne immer einen Widerstand zu haben.
Eine dritte Möglichkeit zum Beispiel des Druckverlustes oder des erhöhten Werten kann sein, dass zum Beispiel diese Filter, die Filter der Magnetventile, dass sie zum Beispiel verstopfen. Hier sieht man solche Filter, dass die zum Beispiel verstopfen, oder zum Beispiel wir haben auch Filter in der Mechatronik. Die können auch dafür sorgen, dass wir halt sozusagen nicht richtige Drücke aufgebaut haben. Das größte oder Schlimmste, was passieren könnte, außer das Getriebe geht natürlich komplett kaputt, ist, dass wir einen metallischen Verschleiß der Mechatronik haben. Das werden wir gleich gemeinsam mit euch prüfen. Das heißt, wir prüfen gleich gemeinsam die Mechatronik auf Kompression. Wir prüfen die Kompression zwischen Gehäuse und Kolben, und so können wir feststellen, wie ist der Zustand von der Mechatronik, und wenn dort ein Druckverlust ist, dann können wir auch dafür sorgen, dass das Getriebe oder dass die Mechatronik zum Beispiel instand gesetzt wird. Bei manchen Fahrzeugen kann man die instand setzen, es gibt auch Fahrzeuge, wo man die nicht instand setzen kann. Und eine Mechatronik zum Beispiel kostet 2.500 Euro. Zum Thema Getriebeschaden zum Beispiel. Wenn euer Getriebe kaputt geht, können wir das Getriebe natürlich instand setzen. Aber man muss verstehen, dass ein instand gesetztes Getriebe niemals ideal schalten wird wie ein neues Getriebe. Denn es wird nicht jedes Bauteil des Getriebes getauscht, sondern nur bestimmte Komponenten, die defekt sind. Wenn man ein Getriebe vernünftig instand setzen möchte, muss man die Mechatronik tauschen bzw. instand setzen, weil das ist die Ursache für den Getriebeschaden. Eine Mechatronik kostet 2.500 Euro. So. Dann muss man den Wandler tauschen, weil der Wandler, der hat auch Wandler sozusagen Kupplungen, die verschleißen. Das heißt, man muss die auch tauschen. Also wenn man einen Wandler kostet um die 1.500 Euro, zum Beispiel inklusive Rabatten und so weiter. Wenn man guckt, was er beim BMW normal kostet, sind glaube ich irgendwie 2,5 oder so. Dann muss man das Getriebe instand setzen, zum Beispiel, dass die Kupplungslamellen ausgetauscht werden, bestimmte Komponenten, die dadurch auch kaputt gehen. So, das heißt, eine Getriebeinstandsetzung liegt man preislich zwischen 5.000 bis vielleicht 6.500 Euro, je nachdem, was ihr für ein Getriebe habt. Wenn man ein neues Getriebe beim BMW kauft, liegt man preislich inklusive Einbau ungefähr zwischen 13.000 bis 15.000 Euro. So. Man kann natürlich das Getriebe auch vom Getriebehersteller kaufen, da haben wir auch ein paar Fälle gehabt, liegt man preislich ungefähr bei 8.000 Euro. Deswegen, das sind alle sehr, sehr hohe Kosten. Zum Thema nochmal Getriebeschaden. Wenn wir ein Getriebe instand setzen, muss einem klar sein, das Getriebe wird nicht ideal schalten. Weil zum Beispiel Komponenten wie die hier, zum Beispiel hier, ihr seht, wir haben hier Luft. So, hier haben wir auch zum Beispiel Luft. So, diese Komponenten alle, die werden nicht alle neu gemacht. Deswegen, man hat trotzdem in einem Getriebe, was kaputt gegangen ist, hat man trotzdem Komponenten, die haben Verschleiß. Und diese Komponenten, die tauscht man nicht alle aus. Das heißt, auch ein instand gesetztes Getriebe, für das man sehr viel Geld bezahlt hat, wird nicht hundertprozentig perfekt schalten. Und deswegen lieber dafür sorgen, dass ein Getriebe, was noch nicht kaputt ist oder nicht kaputt gehen sollte. Und hier sieht man zum Beispiel bei den Kupplungsverdrücken, wir haben super Kupplungsverdrücke bei Kupplung A, bei Kupplung B, auch bei Kupplung E. Aber bei Kupplung D zum Beispiel haben wir sehr, sehr hohe Werte, aber die Kupplungen sind alle gleichberechtigt. Das heißt, sie sind physisch identisch. Auch zum Beispiel Kupplung bei den Schnellfeldzeiten haben wir bei Kupplung D, da wo wir auch sehr hohe Kupplungsverdrücke haben, haben wir auch sehr hohe Schnellfeldzeiten, weil der Druckverlust ist immens und das Getriebe braucht sehr lange, um den Druck aufzubauen, bis das Getriebe halt richtig arbeiten kann. Und solche Sachen kann man auch vorher prüfen. Das heißt, bevor ich so ein Auto kaufe, kann man diese ganzen Sachen prüfen, weil man fährt einmal mit dem Fahrzeug durch die Gegend, denkt, Getriebe schaltet perfekt, alles in Ordnung. Das Auto hat nicht mal 100.000 auf der Uhr, ist nur 6 Jahre alt und denkt, man kauft sich ein Fahrzeug. Aber um dieses Problem, was hier ist, zu beseitigen, muss man jetzt ins Fahrzeug investieren. Das hätte man mit dem Vorbesitzer vielleicht verhandeln können. Hätte man die Prüfung gemacht, die wir aus der Ferne anbieten. Aber wir werden jetzt erstmal die Mechatronik gemeinsam prüfen und schauen, wie der Zustand mechanisch ist und ob man die, wenn sie mechanisch verschlissen ist, ob man die instand setzen kann. Und wenn ja, dann zeigen wir euch wie. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier.
Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier instand setzen, wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt, dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch, ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet, die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das Neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander. Weiterhin gibt es im Getriebe zum Beispiel Ventile. Diese Ventile, die haben auch zum Beispiel einen kleinen Filter, die kann man hier zum Beispiel sehen. Wenn diese Filter verdreckt sind, durch Lamellenabrieb zum Beispiel, dann haben wir das Problem, dass diese Magnetventile nicht richtig arbeiten. Dann können die ebenfalls zu so einem Problem führen. Bei vielen Getrieben haben wir Sollbruchstellen. Und diese Sollbruchstellen sind vom Werk so gemacht, dass die Getriebe einfach nicht lange halten können. Hier haben wir zum Beispiel Dämpfer. Hier könnt ihr euch die angucken. Das ist zum Beispiel ein neuer Dämpfer. Ihr seht, ihr habt eine Gummibeschichtung. So sieht der Dämpfer nach einer bestimmten Laufleistung aus. Es gibt aber auch modifizierte Dämpfer mit einer Metallfeder, damit sowas halt nie wieder passieren kann. Ups, nicht wegfliegen. So. Genauso haben wir hier bestimmte Puffer, das heißt, die dafür sorgen, dass wir Druckverhältnisse wieder da haben. Ihr seht zum Beispiel, das ist der Originale und wir haben hier schon so ein bisschen Beschädigung, Kratzer, die kann man relativ gut sehen. Und hier haben wir die modifizierte Variante mit einer Dichtung. Das heißt, die kann auch nicht mehr oder hält entsprechend halt lange. Genauso kann man zum Beispiel so eine Mechatronik modifizieren, dass sie einfach stärker ist und diese Sollbruchstellen entfernt. Das können wir bei jeder Mechatronik machen von BMW, wenn ihr in sowas Interesse habt.